Hallo aus Namibia. Gestern sind wir angekommen, haben den Tag genutzt, um uns ein bisschen einzugrooven, uns ein bisschen an die Bedingungen zu gewöhnen, vor allem natürlich auch hier an die Straßen und haben dabei schon einiges erleben dürfen, haben am Rande der Straße schon den ersten Vogelstrauß gesehen, wir haben schon Affen gesehen, wir haben auch schon Giraffen gesehen, haben uns aber jetzt tatsächlich erstmal aufs Autofahren konzentriert, um ein bisschen zu lernen, ein bisschen rauszubekommen, wie reagiert man hier auf den Straßen, wie geht man damit um, denn ich bin mir ziemlich sicher, Giraffen, Affen, Vogelsträuße etc. werden wir hier noch ganz viel sehen in den nächsten Wochen. Wir sind ja insgesamt 4 Wochen hier. Jetzt genießen wir erstmal hier so ein kleines bisschen die Landschaft, schauen uns ein bisschen um. Und das tun wir zunächst bei einer Pferdekutschfahrt auf der Bullspot Ranch. Und genießen dann unseren ersten echten afrikanischen Sonnenuntergang. Der nächste Tag bringt die erste Wanderung, die uns 4 Stunden durch die Köcherbaumschlucht führt. Hier sehen wir aus der Entfernung schon Zebras, Paviane und Klipsliver, eine Art Murmeltier. Allerdings zu weit entfernt für unsere Kamera. Die Landschaft ist aber auch so schon ein echtes Erlebnis. Die nächste Etappe bringt uns zu den Sanddünen von Sossusvlei. Unterwegs machen wir einen kurzen Stopp in Tsauchab. Der Besitzer der Ranch hat offenbar eine Vorliebe für abstrakte Schrottskulpturen. Gegen Mittag sind wir am Camp in Sesriem. Schon von hier bekommen wir einen Eindruck von den größten Sanddünen der Welt. Eine nagelneue Asphaltstraße führt von hier aus 60 Kilometer schnurgerade durch eine atemberaubende Landschaft, bevor wir weitere 4 Kilometer durch Tiefsand fahren müssen. Eine Premiere und gleichzeitig erste Bewährungsprobe für Fahrer und Allradantrieb. So, das ist ja der absolute Hammer. Wir sind jetzt hier im Sossusvlei, haben gerade das Auto geparkt nach 4 Kilometern Tiefsandfahren. Also es war wirklich eine leichte Herausforderung. Ja, und jetzt schauen wir uns mal um in Richtung Deadvlei. Es ist einigermaßen überschaubar hier aktuell. Morgens zum Sonnenaufgang treten sich wohl die Massen, aber wir haben den Tipp bekommen, geht mal lieber zum Sonnenuntergang. Da sind die meisten nämlich schon raus. Das heißt, wir sind jetzt nachmittags kurz vor 4 da, schauen uns jetzt ein bisschen um, machen vielleicht eine kleine Wanderung und kommen dann morgen gegen Mittag einfach nochmal. Eigentlich möchten wir hier schon gar nicht mehr weg. Nach einer eiskalten Wüstennacht machen wir am nächsten Tag noch einen Abstecher in den Sossusvlei Canyon, bevor wir in Weltefrede unser Nachtlager aufschlagen. Heute fahren wir wieder über abenteuerliche Sand- und Schotterpisten. Zunächst bis Solitär, wo wir ein paar Erdhörnchen treffen, und kurz danach überqueren wir den südlichen Wendekreis in Richtung Norden.
Wir können auch hier nur immer wieder über die unglaubliche Landschaft staunen. Das Unglaubliche ist ja, dass sich selbst die Wüstenlandschaft nahezu sekündlich ändert. Wo im einen Moment noch graue, weiße Geröllwüste war, ist im nächsten Moment Sandwüste, die sich in allen Brauntönen zeigt. Und dann auf einmal macht der Boden auf und dann geht's rein in diese Canyons. Und die können sich wirklich in allen Farben zeigen, so wie gerade hinter mir. Da sind wirklich sämtliche Töne dabei, die die Farbpalette zu bieten hat. Oder man guckt einfach mal auf die andere Seite. Da wirkt es wirklich, als wäre die Erde irgendwann aufgerissen und das Ganze wäre als erstarrte Wellenformation vor ein paar Millionen Jahren liegen geblieben. Kurz vor Swakopmund treffen wir auf die Küstenwüste. Hunderte Meter hoher, heißer Sand trifft hier auf die kalten Wassermassen des Atlantik. Deshalb bekommen wir hier auch zum ersten und einzigen Mal während unserer Reise tatsächlich Wolken zu sehen. Swakopmund selbst wirkt, als hätte ein amerikanischer Designer versucht, eine deutsche Stadt zu entwerfen. Moderne Architektur und japanische Pickups treffen auf die leicht muffige deutsche Kolonialarchitektur. Die Hotels heißen Prinzessin, Zum Kaiser oder bei Otto und stehen in der Bahnhofstreet oder der Bismarckstraße. Wir verlassen die Stadt, denn wir haben ein Date mit den Robben. Mehrere 10.000 davon leben auf der Halbinsel vor Walfish Bay. Hinterher gibt's noch einen kleinen Abstecher zu den Flamingos. Etwas ruhiger geht es in der Wüste des Dorob Nationalpark zu. Hier machen wir uns auf die Suche nach den Little Five. Wir finden Chamäleons, Geckos, eine Puffotter, die sich zunächst wie der Drache Smaug im Sand versteckt, seltene Sandwürmer und gar nicht scheue Vögel. Für die Kinder ist es der größte Sandkasten der Welt. Auf der Weiterfahrt nach Omandumba halten wir bei einem kleinen Straßenmarkt. Und auch hier dürfen sich die Kinder nochmal austoben, inklusive einheimischer Beteiligung. Unser Campingspot am Abend in Omandumba ist eine Oase der Ruhe. Außer uns gibt es hier nur Felsen, Vögel und ein paar Paviane. Die Aussicht von den Felsen über die Savanne ist schlicht atemberaubend und mit der Kamera kaum zu vermitteln. Am nächsten Tag statten wir den San einen kurzen Besuch ab. Die San sind ein Volk von Buschleuten, von dem sich viele Forscher sicher sind, dass es sich hier um den Ursprung des modernen Menschen handelt. Nächster Stopp: Brandberg, Namibias höchstes Bergmassiv.
Mittlerweile sind die Arbeitsabläufe gut eingespielt. Zelt aufbauen, Sonnenuntergang, Lagerfeuer, grandioser Sternenhimmel. Am nächsten Morgen sind wir auf dem Weg zu den White Lady Felszeichnungen in der Zishab-Schlucht. Unterwegs finden wir die Spuren einer Bergelefantenherde, die hier erst kürzlich durchgezogen ist. Rund 50.000 Felszeichnungen wurden bis heute am Brandberg entdeckt. Die wohl bekannteste davon ist die sogenannte White Lady, die tatsächlich wohl einen Krieger oder Schamanen darstellen soll. Ohne Karte und GPS wäre die nächste Etappe nach Zweifelfontein doch recht schwierig geworden. Die Piste verschwindet teilweise komplett im Geröll und Tiefsand. Bei Zweifelfontein besuchen wir den verbrannten Berg, passieren die einzigartigen Basaltorgelpfeifen und machen eine Wanderung zu den Petroglyphen. Am Abend gönnen wir uns im Camp Kipwe einen Sundowner-Cocktail mit traumhaftem Blick über die afrikanische Savanne. So, wer ganz genau hinguckt, kann da hinten neben den Bäumen 6 Elefanten sehen. Da fahren wir jetzt mal ein bisschen genauer hin und wollen mal gucken, wie nah wir tatsächlich an diese Kolosse herankommen. Das Licht ist noch perfekt, wir sind noch relativ früh dran, also das sind ideale Gelegenheiten, hier mal wirklich ganz nah ranzukommen. Es ist der perfekte Morgen. Wir sind bis auf Armlänge an die Elefanten herangekommen. Jetzt widmen wir uns wieder den Menschen. Wir besuchen den Stamm der Damara, die ursprünglichen Bewohner dieses Teils von Namibia. Zum Teil leben sie auch heute noch wie in uralten Zeiten. Im Living Museum bekommen wir einen kleinen Eindruck davon vermittelt. Wir erfahren, wie man Feuer macht, wie Waffen und Werkzeuge hergestellt werden und welche natürlichen Ressourcen im Alltag verwendet werden. Auch wenn Namibia größtenteils aus Wüste besteht, hier und da fließt auch etwas Wasser. Und so machen wir bei der Weiterfahrt einen kurzen Stopp bei den heißen Quellen von Ongongo. Unser nächster Stopp heißt Camp Aussicht. Die Landschaft auf dem Hochplateau hat etwas von Indian Summer. Das Camp selbst versprüht eine leichte Mad Max-Atmosphäre und die Aussicht ist schlicht grandios. Abends kommen die Stachelschweine zum Imbiss. Der nächste Tag bringt ein absolutes Highlight.
Marius, der Besitzer von Camp Aussicht, ermöglicht uns den Besuch von 2 Himba-Dörfern. Mit unseren Geländewägen und den blonden Kindern sind wir eine kleine Sensation. Uns geht es mit den Himba aber ganz genauso. Traditionell gekleidete Himba-Männer sieht man leider immer seltener. Die Frauen halten die Tradition aber nach wie vor hoch. Körperschmuck und Kleidung sind bis ins Kleinste durchdacht. Jedes Detail hat eine Bedeutung. Wir dürfen auch in eine der Himba-Hütten. Die Creme, mit der sich die Himba einreiben, schützt vor Sonne und Mückenstichen und besteht aus Butterfett, Ocker und Harz. Papa, magst du? Ja? Ah, okay. Auch in der nahegelegenen Stadt Opuwo sind die Himba, aber auch Herero und andere Volksgruppen überall präsent. Ansonsten ist das Stadtleben eher ernüchternd. Ein paar klapprige Verkaufsstände, durch die der Wüstenwind pfeift, und notdürftige Hütten, in denen Frauen das Essen für ihre Familie kochen. Auf uns warten zum Glück schönere Erlebnisse. Und wir fahren zur Abwechslung mal über Asphalt. Also eins muss man zugeben, die Fahrt hierher war kein Highlight. Ungefähr 2,5 Stunden eine schnurgerade asphaltierte Straße quer durch Namibia von Opuwo in Richtung Süden. Aber da muss man durch, denn die Belohnung, die gibt's jetzt. Wir sind nämlich schon mittendrin im Etosha Nationalpark. Ungefähr halb so groß wie die Schweiz, bei einer Bevölkerungszahl von nahe 0. Denn die einzigen Menschen, die hier unterwegs sind, das sind die Besucher. Und das sind im Schnitt ungefähr 400 pro Tag. Aber wie gesagt, bei der Größe dieses Parks verläuft sich das auf jeden Fall. Wir sind sehr gespannt, welche Tiere wir sehen werden, gehen natürlich auf die Pirsch, werden auch nachts mal am einen oder anderen Wasserloch sein und starten unsere Pirsch genau jetzt.
4 überwältigende Tage im Etosha-Nationalpark liegen jetzt hinter uns. Und die afrikanische Fauna hat alle Register gezogen. Im angrenzenden Wildlife-Resort von Onguma gönnen wir uns einen Entspannungstag und lassen das Auto einmal stehen. Nachts zeigt der namibische Sternenhimmel wieder einmal, was er kann. Wir sind unterwegs über Grootfontein zum Waterberg. Ein kurzer Abstecher bringt uns zum Hoba-Meteoriten. Der rund 60 Tonnen schwere Metallbrocken ist der größte bisher auf der Erde gefundene Meteorit und schlug vor etwa 80.000 Jahren auf dem Planeten ein. Der Waterberg ist ein gut 400 Quadratkilometer großes Hochplateau, auf dem unter anderem Büffel, Antilopen, Schildkröten und auch Nashörner leben. Bei einer Wanderung genießen wir die Aussicht auf das unter uns liegende Flachland mit Blick bis zum Horizont und bekommen einen Einblick in das Wissen der Buschleute. Und wieder ein Highlight. Nach den Spitzmaulnashörnern im Etosha-Nationalpark bekommen wir hier auch noch die gefährdeten Breitmaulnashörner zu sehen. Dabei kommen wir fast näher ran, als uns lieb ist. Aber die Riesen bleiben friedlich und lassen sich von uns nicht im geringsten stören. Wir sind am vorletzten Stopp unserer Reise angelangt. Bei der Africat Foundation in Okonchima hoffen wir, noch einige große Wildkatzen zu sehen. Wir erfahren zunächst einiges über die Arbeit der Africat Foundation, die sich für den Schutz und Erhalt der Großkatzen einsetzt und für Arbeitsplätze bei der lokalen Bevölkerung sorgt. Danach kommen wir mit dem Geländewagen ganz nah an die Geparden heran und wir beobachten, versteckt in einem Unterschlupf, einen Leoparden bei der Mahlzeit. Nach einem Lagerfeuer und einer weiteren sternenklaren Nacht fahren wir weiter nach Erindi, von vielen auch als der kleine Etosha bezeichnet. Jede Menge Warzenschweine kreuzen hier unseren Weg. Hier haben Löwen eine Elenantilope gerissen. Von den Löwen ist leider weit und breit nichts zu sehen. Was sie übrig gelassen haben, ist ein Festmahl für die Geier. Auch hier gibt es riesige Elefantenherden. Natürlich gibt es auch wieder Giraffen, Antilopen, Gnus und Nashörner. Wir sehen sogar Flusspferde. Löwen, immer noch Fehlanzeige. Der König lässt warten. Bis zum allerletzten Moment. Und dann sind wir so überrascht, dass wir nicht mal mehr eine Kamera greifbar haben und auf Fotos zurückgreifen müssen.
Was jetzt noch kommt, ist die Fahrt zurück nach Windhoek und der Flug nach Deutschland. Was bleibt, ist die Erinnerung an 4 Wochen voller grandioser Landschaften, an abenteuerliche Pisten, freundliche, faszinierende Menschen und eine unfassbare Tierwelt. Afrika, das könnte zur Sucht werden. Wir kommen wieder. Versprochen.